glaube, jetzt morgen oder übermorgen wird es halt 35 Grad. Und ich glaube, da muss man auch gucken, dass man das da irgendwie hinbekommt mit der Hitze. Trotz der hohen Temperaturen sind die Menschen hier auf dem Opernplatzfest nicht abgeneigt, vorbeizukommen. Hier mit ein bisschen Sonne und auch im Schatten ist es echt angenehm. Für die Hitze erst einmal getrunken, funktioniert, tadellos. Noch ist es sehr angenehm durch den Wind. Ein 300 Grad heißer Ofen ist natürlich auch eine Zumutung bei dem Wetter. Aber Ronald Puls, der hier Flammkuchen verkauft, hat vorgesorgt. Wir haben einen Ventilator hier und hier geht ein bisschen Wind. Wir stehen noch im Schatten, von der Seite her. Wir sind darauf gewappnet. Wir trainieren sozusagen jetzt für den Extremzustand. Und egal zu welcher Uhrzeit und Temperatur, die Menschen bringen Hunger und Durst mit. Wir haben Flammkuchen und kalte Getränke und das ist eine super Kombi. Und Flammkuchen ist leicht, wunderbar zu essen bei der Hitze. Also von der Seite her sind wir, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Was die Hitze hier in Frankfurt noch verschärft, ist die Spiegelung der Sonne an den Hochhäusern. Dadurch werden die Plätze unten zusätzlich aufgeheizt. Und auch wenn die meisten Tipps bekannt sind, gibt es doch noch einige Dinge, die man bei großer Hitze unbedingt beachten sollte. Das Wichtigste ist natürlich die direkte Sonneneinstrahlung zu meiden, auch möglichst wenig körperliche Aktivitäten während der Mittagsstunde und des Nachmittags. Alle Aktivitäten nach Möglichkeit auf den Vormittag verlegen. Dann ist es natürlich auch günstig, kühlende Bäder für Hände und Füße zu nehmen, aber auch ein Ganzkörperbad macht Sinn. Dann ist es ganz wichtig, auf ausreichend Flüssigkeit zu achten, aber auch Mineralien dementsprechend zuzufügen. Man sollte schwere Nahrungsmittel, schwere Speisen meiden. Und natürlich ist es wichtig, auch keinen Alkohol zu trinken. Doch zurück zum Opernplatzfest. Auch am Crepe-Stand kann es ganz schön heiß werden. Also es sind manchmal so Schlangen bis dort hinten und dann muss man halt die ganze Zeit an der Crepe-Maschine und die ganze Zeit einfach diese Hitze aushalten. Da ist es schon schwer, aber dann ist es eigentlich meistens auch schon dunkel, da ist die Sonne schon weg. Ja, ansonsten ist es eigentlich noch okay. Und trotzdem hat jeder so seine Tipps, mit den heißen Temperaturen umzugehen. Ich habe mich ein bisschen abgekühlt. Das hilft gegen die Hitze. Ich finde immer ganz gut, manchmal so Pfefferminzöl, das kühlt, wenn man sich an die Schläfen macht oder in den Nacken. Kalte Getränke oder ich gehe eigentlich im Sommer mehr ins Büro wegen der Aircon. Und zu Hause habe ich keine Aircon, deswegen. Ja. Und was wirklich wichtig ist, vor allem wenn man sich in der prallen Sonne aufhalten muss, ist viel trinken. Denn der menschliche Körper verliert bis zu einem halben Liter Flüssigkeit pro Stunde. Deswegen immer wieder Pausen machen und trinken.